Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Tischläufer. Für diesen Tischläufer werde ich mit einer Reihe Stäbchen beginnen. Das Ganze häkle ich auf einer 4er Nadel und einem vierfädigen Bobbel in Krokus. Alle Angaben zur Wolle-Nadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unterm Video in der Infobox. Und ihr könnt wie immer mit einer Luftmaschenkette beginnen, dann sollte die Maschenanzahl teilbar durch 8 plus eine Masche mehr sein oder aber mit mir gemeinsam den Fußschlingenanschlag häkeln. Vorzugsweise beginnt ihr nun eine Luftmaschenkette anzuschlagen und mit Stäbchen zurückzuhäkeln, denn wir brauchen eine Basisreihe aus Stäbchen. Für den Fußschlingenanschlag beginne ich mit 3 Luftmaschen, mache einen Umschlag und gehe in die erste Masche zurück, vorzugsweise in die untere einzelne Schlaufe, hole den Faden durch, halte den Daumen auf diese Luftmaschenkette, damit ich alle 3 Schlaufen auf gleiche Höhe ziehen kann, masche erst eine Schlaufe ab, das ist der Boden, auf dem das Stäbchen steht, und dann durch 2 und durch 2 für ein Stäbchen. Dann könnt ihr das Ganze hier unten einmal zuziehen. Danach machen wir einen Umschlag. Nun hat sich hier unten eine komplette Masche gebildet. Da holen wir den Faden wieder durch, halten die liegenden Stäbchen mit dem Daumen fest, damit wir alle 3 Schlaufen wieder auf gleiche Höhe ziehen können. Maschen erst eine Schlaufe ab für den Boden, auf dem das Stäbchen steht, und dann durch 2 und durch 2 für ein Stäbchen. Und nun haben wir optisch 3 Stäbchen, unsere Steigeluftmaschen plus 2 mehr. Umschlag, nächste gebildete Masche einstechen, Faden holen, durchziehen, alle 3 Schlaufen auf gleiche Höhe, durch eine, durch 2 und durch 2. Umschlag, nächste gebildete Masche, Faden holen, durchziehen, alle 3 Schlaufen auf gleiche Höhe, durch eine, durch 2 und durch 2. Dann bekommt ihr so eine schöne elastische Kette aus Stäbchen, spart euch Hin- und Rückreihe und das Ergebnis verändert sich auch später dann nicht mehr groß. Und nun häkle ich für diesen Tischläufer eine Kette aus Stäbchen mit einer Maschenanzahl von 33 Stück. 32 passt geteilt durch 8 plus eine Masche mehr. Und wenn ich meine 33 Stäbchen gehäkelt habe, dann geht's weiter mit dem Muster. Bis gleich. Und wenn ihr das habt, dann kommen wir zur Reihe 1. Für Reihe 1 beginnen wir mit 3 Luftmaschen, wenden, halten den Daumen auf die letzte Masche und häkeln zusätzlich 2 Luftmaschen hinzu. Dann machen wir einen Umschlag, gehen ab Nadel in die zweite Masche hinein, holen den Faden und häkeln 2 Schlaufen ab. Umschlag, gleiche Einstichstelle, 2 Schlaufen abhäkeln. Nun haben wir 3 auf der Nadel mit 3 gemeinsam halb abgemaschten Stäbchen. Nun gehen wir hin. Steigeluftmaschen bleiben über Steigeluftmaschen, lassen 2 Stäbchen frei und stechen ins dritte ein. Optisch mit den Steigeluftmaschen wäre es das 4. Stäbchen und häkeln auch dort 3 halbe Stäbchen hinein. Umschlag, durch 2 Schlaufen abhäkeln. Umschlag durch 2 Schlaufen und gleiche Einstichstelle nochmal durch 2 Schlaufen abhäkeln. So haben wir auch hier 3 halbe Stäbchen in einer Masche. Umschlag. Nun lassen wir ein Stäbchen frei, gehen in das zweite hinein und auch dort wieder 3 halbe Stäbchen abhäkeln. Immer durch 2 Schlaufen. So, nun haben wir am Anfang 3, danach 3 und zum Schluss 3. Und all diese Schlaufen häkeln wir jetzt gemeinsam ab, machen danach 2 Luftmaschen und gehen nun hin und nehmen uns diese 2 Schlaufen auf. Und auch hier
holen wir den Faden durch, häkeln nur 2 Schlaufen ab, machen einen Umschlag, gehen nochmal durch diese 2 Schlaufen hindurch und häkeln nochmal 2 Schlaufen ab. Haben dann 3 auf der Nadel und diese dann gemeinsam. So haben wir 3 Blätter, die wir gemeinsam gehäkelt haben und ein einzelnes. Umschlag, 2 Stäbchen freilassen und ins dritte einstechen und einfach nur ein Stäbchen häkeln. Und so sollte es dann erst einmal aussehen. Nun wieder von vorne. 2 Luftmaschen, einen Umschlag und wir gehen ab Nadel in die zweite Masche hinein, holen uns die 2 Schlaufen auf der Nadel und häkeln 2 Schlaufen ab. Umschlag gleiche Einstichstelle, Faden holen und nochmal 2 Schlaufen abhäkeln. So haben wir optisch 3 halbe Stäbchen auf der Nadel. Umschlag, 2 Stäbchen freilassen, in das dritte hinein und dort auch wieder in die gleiche Einstichstelle 3 halbe Stäbchen abhäkeln. Immer durch 2 Schlaufen. Umschlag. Nun lassen wir wieder ein Stäbchen frei und häkeln in das zweite auch nochmal 3 halbe Stäbchen, indem wir immer nur 2 halbe Schlaufen abmaschen. So, jetzt haben wir am Anfang wieder 3, an zweiter Stelle 3 und an dritter Stelle 3 und diese Schlaufen häkeln wir wieder alle gemeinsam ab und haben somit 3 Blätter erzeugt. 2 Luftmaschen, um nun das vierte zu erzeugen. Wir gehen ab Nadel in die zweite, also sozusagen in die erste Luftmasche hinein und häkeln auch dort wieder 2 Schlaufen ab und ein zweites Mal hinein 2 Schlaufen und alle 3 Schlaufen gemeinsam und haben somit unser viertes Blatt erzeugt. Danach wieder 2 Stäbchen freilassen und mit einem Umschlag in das dritte Stäbchen hinein und ein ganz normales Stäbchen häkeln. Und dann sollte es so aussehen. Wir machen am Anfang unsere 3 Steigeluftmaschen, lassen 2 Stäbchen frei und stechen in das dritte. Optisch wäre es sogar das vierte Stäbchen und häkeln dort das erste Blatt bzw. das zweite Blatt hinein. Lassen zwischen den beiden Blättern ein Stäbchen frei, häkeln danach wieder ein Blatt und danach kommen wieder 2. Dann ein Stäbchen, wieder 2 Maschen freilassen, ein Blatt, eine Masche freilassen, ein Blatt, 2 Maschen. Als nächstes kommen wieder 2 Luftmaschen. Wieder in die erste Masche zurückgehen und dort 2 halbe Stäbchen hineinhäkeln oder 2 halb abgemaschte Stäbchen. Haben 3 Schlaufen auf der Nadel. Danach lassen wir 2 Stäbchen wieder frei, stechen in das dritte ein und häkeln auch dort wieder 3 halb abgemaschte Stäbchen hinein. Dann einen Umschlag, ein Stäbchen freilassen, denn zwischen diesen beiden Blättern wird nur eine Masche freigelassen. Und nochmal 3 halb abgemaschte Stäbchen häkeln. Am Ende alle Schlaufen gemeinsam abmaschen und für das vierte Blatt 2 Luftmaschen in die erste Masche zurück und nochmal 2 halb abgemaschte Stäbchen hinzuhäkeln. Die 3 Schlaufen gemeinsam, dann wieder 2 Stäbchen freilassen, ins dritte ein ganz normales Stäbchen. Und ein letztes Mal 2 Luftmaschen. In die erste Masche zurück
und ab dort 2 halb abgemaschte Stäbchen häkeln. 3 Schlaufen auf der Nadel, 2 Stäbchen freilassen, ins dritte einstechen und auch dort 3 halb abgemaschte Stäbchen hineinhäkeln. Ein Stäbchen freilassen, in das zweite 3 halb abgemaschte Stäbchen hineinhäkeln und nun zum Schluss alle Schlaufen gemeinsam. Das Ganze mit 2 Luftmaschen schließen und für das letzte Blatt in die erste Masche zurück 2 halb abgemaschte Stäbchen hinzuhäkeln, denn mit den Luftmaschen haben wir ja schon unser drittes. Die 3 Schlaufen gemeinsam und am Ende der Reihe stechen wir in den Steigeluftmaschen der Vorreihe in der dritten Masche von unten angezählt ein und häkeln noch unser Endstäbchen. Und das war dann schon mal Reihe 1. Für Reihe 2 häkeln wir 5 Steigeluftmaschen, 3 für ein Stäbchen und 2 zum Rüberkommen. Danach machen wir einen Umschlag und nun müssen wir 2 Blätter hinzuhäkeln. Dabei gehen wir nicht in dieses kleine Loch, sondern in diese Masche von dem liegenden Blatt hinein, damit die 2 Blätter, die wir häkeln, auch schön mittig sind. Wir beginnen mit 3 halb abgemaschten Stäbchen in diese eine Masche und häkeln alle Schlaufen gemeinsam ab. Dann eine Luftmasche, die zählt wie hier unten dieses eine freigelassene Stäbchen zwischen den Blättern. Umschlag und in die gleiche Einstichstelle nochmal ein Blatt häkeln aus 3 gemeinsam abgemaschten Stäbchen. Danach 2 Luftmaschen und in das einzelne Stäbchen der Vorreihe ein Stäbchen häkeln. Und dann sieht es so aus. 2 Luftmaschen. Auch hier wieder nicht in das Loch, sondern in diese liegende Masche von dem Blatt. Sieht man auch, wenn man vorne drauf schaut, dass das eher die Mitte ist. Einstechen und ein einzelnes Blatt aus 3 gemeinsam abgemaschten Stäbchen häkeln. Dann eine Luftmasche und in die gleiche Einstichstelle nochmal ein Blatt aus 3 gemeinsam abgemaschten Stäbchen häkeln. Dann sollte es so aussehen. 2 Luftmaschen und in das einzelne Stäbchen der Vorreihe ein Stäbchen häkeln. Und dann sieht es bereits so aus. Nach dem Stäbchen 2 Luftmaschen, einen Umschlag und wieder in die Mitte der Blüte in die liegende Masche des Blattes einstechen und 3 halb abgemaschte Stäbchen häkeln und diese dann gemeinsam zu einem Blatt zusammenfügen. Eine Luftmasche und nochmal ein einzelnes Blatt in die gleiche Einstichstelle aus 3 gemeinsam abgemaschten Stäbchen häkeln. 2 Luftmaschen und in das einzelne Stäbchen der Vorreihe ein Stäbchen häkeln. Zwei Luftmaschen und nun wieder ein einzelnes Blatt in die mittlere liegende Masche aus 3 gemeinsam abgemaschten Stäbchen häkeln, eine Luftmasche und noch ein separates Blatt aus 3 gemeinsam abgemaschten Stäbchen häkeln.
Zum Schluss am Ende der Reihe 2 Luftmaschen und in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt mit einem Stäbchen die Reihe beenden. Und das war Reihe 2. Kommen wir zur Reihe 3. Um die Blüten jetzt zu fixieren, damit alles schön in die richtige Richtung geht, häkeln wir eine Reihe Stäbchen drüber. Dazu machen wir 3 Luftmaschen und häkeln 2 Stäbchen um die erste Kette herum. Danach ein Stäbchen ins erste Blatt. Schaut, dass ihr in die komplette Masche auch einstecht. Dann ein Stäbchen um die Luftmasche zwischen die Blätter und ein Stäbchen wieder in die Spitze des Blatts. Danach kommt eine Kette, dort häkeln wir 2 Stäbchen drumherum, ein Stäbchen ins Stäbchen, 2 Stäbchen um die Kette herum. Danach kommt wieder ein Blatt, auch hier wieder beide Schlaufen aufnehmen, ein Stäbchen zwischen die beiden Blätter um die Luftmasche herum, ein Stäbchen ins Blatt, danach wieder 2 Stäbchen um die Kette herum, ein Stäbchen ins Stäbchen der Vorreihe, 2 Stäbchen um die Kette herum, dann ein Stäbchen wieder in das Blatt, ein Stäbchen um die Luftmasche zwischen die Blätter und ein Stäbchen ins Blatt, 2 Stäbchen um die Kette herum, ein Stäbchen ins Stäbchen aus der Vorreihe, 2 Stäbchen um die Kette herum, ein Stäbchen in das Blatt, ein Stäbchen um die Luftmasche herum zwischen die Blätter, ein Stäbchen ins Blatt und zum Schluss am Ende der Reihe um die Kette herum 2 Stäbchen und danach noch ein Stäbchen in die dritte Steigeluftmasche von unten angezählt, damit wir die Reihe mit einem schönen geraden Abschluss beenden. Und das war dann unsere dritte Reihe und fertig ist die Musterung. Und das ist auch schon das eigentliche Muster. Ab hier beginnt ihr jetzt wieder mit Reihe 1, dann Reihe 2 und wieder eine Reihe mit Stäbchen wie die 3. Und daher auch eine Basisreihe aus Stäbchen, damit das Ganze ins Muster auch übergeht. Ich hoffe, euch hat das Muster gefallen. Ich nehme euch natürlich mit, wie das Ganze noch ein Stück wächst, damit ihr das Gesamtbild einmal sehen könnt. Ja, und dann hoffe ich, dass euch das Ganze Spaß macht und wir uns zum nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, ciao, ciao.